Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich ganz einfache Lebkuchenküchlein mache. Sie sind ganz simpel in der Herstellung, man benötigt nicht einmal einen Mixer und Eier kommen auch nicht hinein. Hier sind die Zutaten aufgereiht. Den Backofen heizt man auf 180 Grad Celsius vor. Im Topf befinden sich 150 Gramm Honig. Dazu gebe ich einen Teelöffel Zimt und einen Teelöffel Lebkuchengewürz. Ich benutze hier eine Fertigmischung. Wer keine solche zur Hand hat, für den zeige ich am Ende des Videos, wie ich mir eine Lebkuchenmischung selber zubereite. Hinzu kommt noch brauner Zucker, und zwar 60 Gramm, sowie 125 Milliliter Wasser und als letzte Zutat 60 Gramm Butter. Sie kann kalt sein oder Zimmertemperatur haben, es ist egal. Und da man eigentlich gesalzene Butter für dieses Rezept benötigt, gebe ich noch eine gute Prise Meersalz in die Masse. Die Zutaten habe ich in einen Topf gegeben, da ich sie miteinander verbinden möchte, und mit Hitze geht das einfacher und schneller. Der Topfinhalt wird also erwärmt, die Butter zum Schmelzen gebracht und Zucker und Honig lösen sich im warmen Wasser auf. Ist das der Fall, wird der Honig vom Herd genommen und etwas auskühlen gelassen. In die kleine Schüssel habe ich 120 Gramm Weizenmehl gegeben, welches ich mit einem Teelöffel Backpulver vermischen möchte. Das Backpulver streiche ich aber erst noch durch ein feines Sieb, dadurch vermeidet man Klümpchenbildung und diesen kleinen Mehraufwand sollte man sich machen. Mehl und Backpulver werden vermengt und in das Honiggemisch gekippt. Des Weiteren kommen noch 100 Gramm Roggenmehl dazu. Die beiden Mehle werden untergerührt. Ein Schneebesen reicht dazu vollkommen aus. Als vorletzte Zutat gebe ich nun noch einen Teelöffel Zitronensaft in die Masse, welchen ich auch noch unterrühre. Die Säure der Zitrone bewirkt, dass das Gebäck beim Backen noch besser aufgeht. Diese Muffinform habe ich mit Backförmchen ausgelegt und mit Hilfe eines Eisportionierers von 5 cm Durchmesser gebe ich immer eine Portion in ein Förmchen. Die Menge kommt auch genau hin. Am besten hält man das Papier an einer Seite fest, denn sonst kann es passieren, dass der Teig sich selbstständig macht und davonläuft, und das wollen wir nicht. Ist der Teig verteilt, ist man aber noch nicht fertig. Die Muffins werden noch mit Orangenmarmelade gefüllt. Dazu gibt man etwas Marmelade auf einen kleinen Teelöffel und drückt diesen in die Teigmitte. Mit einem zweiten Teelöffel streift man die Marmelade ab und zieht den ersten Löffel heraus. Den Teig, der am Löffel hängen bleibt, zieht man über die Marmelade. Das macht man ringsum, bis die Marmelade mit Teig bedeckt ist. Nun werden die Muffins gebacken, und zwar bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten. In dieser Zeit kann man die Glasur vorbereiten. In eine Schüssel gebe ich 4 bis 5 Teelöffel Puderzucker, dazu kommen 2 Teelöffel Rum und alles wird zu einer glatten Glasur verrührt. Wer keinen Rum nehmen kann, will oder darf, nimmt Zitronensaft oder Wasser. Nach 20 Minuten habe ich die Stäbchenprobe gemacht. Kein Teig blieb am Zahnstocher hängen, und da weiteres Backen den Teig nur austrocknen würde, werden die Küchlein aus dem Ofen genommen. Sie müssen noch heiß mit der Glasur bestrichen werden. Entweder lässt man sie einfach in der Form und bestreicht sie, dabei landet aber leider immer etwas Glasur auf dem heißen Blech. Wer das vermeiden möchte, nimmt sie aus der Form, legt sie auf ein Stück Haushaltspapier und bestreicht sie in der Hand. Anschließend werden sie auf einem Kuchendraht auskühlen gelassen. Das war's auch schon. So lassen sie sich aus dem Papier auspacken und so sehen sie aus.
Die Muffins sind wunderbar saftig und schmecken nach Weihnachtsgewürzen. Die Orangenmarmelade gibt dem Ganzen das gewisse Etwas. Am besten bewahrt man sie in einer Blechdose auf, wo sie theoretisch sehr gut die Adventszeit überstehen könnten. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept einmal aus. Als ich diese Küchlein das erste Mal gebacken habe, war ich sehr skeptisch, aber vollkommen zu Unrecht. Am Ende habe ich noch einmal das Rezept von Hand zusammengeschrieben, damit ihr einen Screenshot machen könnt. Ich lese es auch noch mal vor, damit es übersetzt wird. 150 Gramm Honig, 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Lebkuchengewürz, 60 Gramm brauner Zucker, 125 Milliliter Wasser, 60 Gramm Butter, eine Prise Salz, 120 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Roggenmehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zitronensaft, Orangenmarmelade fruchtig, ca. 5 Teelöffel Puderzucker, 2 Esslöffel Rum oder Flüssigkeit nach Vorliebe. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit! Und hier ist wie angekündigt die Anleitung für das Lebkuchengewürz. Zunächst einmal braucht man Kardamom. Das hier sind Kardamonkapseln. Die Kapseln halten ihr Aroma besser als bereits gemahlener Kardamom. Die Kapseln müssen zunächst aufgebrochen werden. Das mache ich mit der flachen Seite meiner Messerklinge. Da die Kapseln recht fest sind, lege ich sie in eine Reihe, damit ich sie nacheinander zerquetschen kann. Anschließend müssen die kleinen Körner herausgepult werden. Meistens sind sie schwarz, manchmal auch etwas heller. Wenn im Rezept 2 Teelöffel Lebkuchengewürz benötigt werden, nehme ich ein Viertel Teelöffel Kardamonkörner, was ungefähr 1 Gramm entspricht. Man kann die Gewürze in einem Mörser zerkleinern, was ich aber unheimlich schwer finde. Deswegen benutze ich hier die Kaffeemühle zum Zusammenschrauben. Die Kardamonkörner werden schon mal hineingegeben. Des Weiteren verwende ich Nelken. Ich habe hier einige Nelken auf der Hand. Das meiste Aroma ist in den kleinen Kugeln oben auf der Nelke. Deswegen sortiere ich die Nelken aus, die das Kügelchen verloren haben. Diese Nelken sind recht groß, weswegen ich 5 Stück verwende, was ungefähr einem Viertel Teelöffel entspricht, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Dann gebe ich noch 2 kleine Prisen Aniskörner dazu. Allerdings habe ich den Anis auch schon sehr oft weggelassen und es hat auch funktioniert. Damit die Gewürze besser vermahlen werden können, gebe ich nun noch 3 Teelöffel Zucker in den Behälter. Den Zucker habe ich vorher bereits abgewogen und er ist Teil der zu verwendenden Menge meines Rezeptes. Alles wird nun gemahlen. Es ist immer gut zu kontrollieren, ob auch wirklich alle Körner fein genug vermahlen sind, was hier nicht der Fall war, weswegen ich noch eine zweite Runde eingelegt habe. Um ganz sicher zu gehen, siebe ich das Pulver nun noch einmal durch. Außer ein paar Körnchen befand sich nichts mehr im Sieb. Nun gebe ich noch 1,5 Teelöffel gemahlenen Zimt dazu und rühre ihn unter oder auch nicht. Diese Gewürzmischung gebe ich nun in meinen Teig und obendrauf kommt noch die restliche Menge Zucker, die das Rezept benötigt. Der Vorteil einer selber zusammengestellten Gewürzmischung ist nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch Individualität. Denn diese Gewürzmischung unterscheidet sich geschmacklich von den immer gleichen Fertigprodukten. Man kann nach eigenen Vorlieben die Zutatenverhältnisse zusammenstellen. Ich habe zum Beispiel kein Piment dazugegeben und nur sehr wenig Anis. Und für Zimt habe ich einen Ceylon-Zimt verwendet, der hochwertiger sein soll. Auf diese Art gibt man seinem Gebäck eine individuelle Note, was ich angesichts der Arbeit, die man sich macht, für nur gerechtfertigt halte. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!